Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es nochmal am M2 weiter und zwar vor dem nächsten Track Day steht jetzt mal wieder ein Wechsel des Differentialöls an. Hatte ich auf dem Kanal schon ein paar Mal gezeigt. Ich möchte jetzt aber diesmal tatsächlich diese Spritze verwenden und nicht mehr diese Flaschen. Die Flaschen hatte ich in der Vergangenheit immer verwendet, ist aber unterm Auto immer ein bisschen schwierig, die dann einzufüllen. Die haben zwar auch so einen Schnorchel, allerdings muss man dann eben die Flasche drücken, damit ja, der Inhalt rausgeht, hier über diesen Schnorchel. Ne? Und wenn ihr dann so unterm Auto liegt, so halb schräg und da diese Flasche drücken müsst, es geht halt nie alles raus. Und man kann hier oben auch einfach diesen Einsatz rausnehmen mit dem Schlitzschraubenzieher. Und dann kann ich halt hier die Spritze oder halt diese, ja, doch so eine Spritze, eine größere Spritze, kann ich dann eben damit befüllen und dann relativ einfach eben, wenn ich sie aufgezogen habe, den Inhalt dann hoffentlich, zumindest in der Theorie, relativ einfach ins Differential reindrücken. Was brauchen wir zum Lösen der Ablassschraube und zum Öffnen der Befüllschraube? Da brauchen wir einen 14er Inbus, also einfach wie gesagt ein normaler Sechskant ist das, eben 14 mm. Den brauchen wir und zum Festschrauben am Ende mit Drehmoment, das blende ich euch dann wieder ein. Da brauchen wir dann eben noch einen Drehmomentschlüssel, aber von der Größe braucht ihr einfach eben nur einen 14 mm Sechskant. Dann bekommt ihr beide Schrauben gelöst, wenn die Schrauben länger drin sind. Bei mir ist das so, ich hatte das schon ein paar Mal erwähnt, ich sage es nochmal, spätestens jeden zweiten Trackday wechsle ich bei mir das Differentialöl an der Hinterachse. Ich habe ja bereits das zweite Differential. Mein erstes hat ein bisschen Geräusche gemacht, aber ich bin mir jetzt rückblickend gar nicht mehr so sicher, ob die Geräusche vom Differential kamen, was den Geist aufgibt, oder vom Turbolader, der den Geist aufgibt, denn auch da ist mir ja einer kaputt gegangen. Insofern, ich kann es jetzt rückblickend nicht mehr final klären, aber das Öl in der Vergangenheit, wenn ich das nach 2 Trackdays aus der Hinterachse rausgeholt habe aus dem Differential, sah das für meine Begriffe nicht mehr so geil aus. Schauen wir mal, wie es heute ist. Jetzt waren es 2 kleinere Trackdays, die ich gefahren bin. Vielleicht sieht es jetzt ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall will ich erstmal dem Rhythmus treu bleiben und das Öl eben in relativ kurzen Abständen, wie gesagt, maximal nach jedem zweiten Trackday ist aktuell mein Rhythmus, dass ich das wechsle. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir unters Auto und ich löse zuerst die Befüllschraube und wenn die sich gut lösen lässt, was aber der Fall sein sollte, wie gesagt, service das ja immer regelmäßig, aber man sollte immer mit der Befüllschraube anfangen, weil wenn ihr die schon nicht aufkriegt und mit der Ablassschraube anfangt, dann habt ihr halt ein Problem. Deswegen öffne ich jetzt zuerst die Befüllschraube, dann die Ablassschraube und dann schauen wir uns das Öl mal an und füllen wieder auf. So, jetzt habt ihr gesehen im Zeitraffer, wie ich entsprechend die Spritze befüllt habe und das alte Öl abgelassen, das neue wieder eingefüllt. Ihr habt auch gesehen und auch ich. Und ich muss sagen, da bin ich jetzt positiv überrascht.
Das Differentialöl, was ich jetzt rausgeholt habe, wie gesagt, es waren jetzt nur 2 kleine Trackdays und, weiß ich nicht, vielleicht so 2000 Kilometer normale. Ja, wobei, nee, waren mehr als 2000. Sagen wir mal 3.000 oder 4.000 Kilometer normaler Betrieb, Landstraße, Autobahn, Pipapo und halt 2 kleine Trackdays. Aber das Differentialöl, so gut sah das noch nie aus. Also da bin ich jetzt echt happy. Ich vermute, dass es beim letzten Wechsel, das war glaube ich der erste oder der zweite Differentialölwechsel, nachdem ich das Differential getauscht habe, da war es sehr verbraucht, ja, und das waren auch nicht viele Kilometer, vielleicht lass es 10 gewesen sein jeweils zwischen den Wechselintervallen, also 10.000 Kilometer jeweils. Und da sah das Differentialöl schon deutlich schlechter aus. Ich schaue mal, ob ich euch oben noch mal eins der früheren Videos verlinke. Dann könnt ihr euch ja die Stelle angucken, wo das Öl rausfließt. Also jetzt sah das super aus. Das Einzige, was ich jetzt sehe, sind so leichte Schlieren. Da weiß ich aber nicht, ob ihr das auf der Kamera auch seht. Also da sieht man halt hier so einen leichten Schlierfilm. Also dass so ganz minimal Partikel drin sind, ja, also Abrieb. Aber wie gesagt, so gut sah das noch nie aus. Also da bin ich jetzt super happy. Und anhand des Bildes würde ich jetzt die Intervalle entweder auf 2 große Trackdays oder 4 kleine Trackdays verlängern, respektive maximal 10.000 Kilometer, da will ich auf keinen Fall drüber, aber nach 2 kleinen Trackdays ist jetzt meine Erfahrung, ist der Wechsel noch nicht notwendig. Was aber ich auf jeden Fall empfehlen würde, aufgrund der Erfahrung jetzt, wie gesagt, dass ihr, wenn ihr euer Auto relativ neu habt, oder was heißt, eigentlich könnt ihr es immer machen, ne? Wenn ihr euch halt nicht sicher seid, ob die Werkstatt entsprechend nach dem Einfahren das Differentialöl einmal getauscht hat, das ist nämlich Vorgabe bei BMW und hat meine Werkstatt zum Beispiel nicht gemacht und wie gesagt, am Ende habe ich ein zweites Differential gebraucht, also was heißt gebraucht, ich habe es vorsorglich getauscht wegen Geräuschen, aber das, was ich aus dem alten Differential rausgeholt hatte, sah auch nicht so gut aus. Verlinke ich euch auch mal das Video. Ich hatte das Differential damals geöffnet, mein altes, und das sah mir schon nach sehr viel Verschleiß aus für so wenig Laufleistung, wie ich hatte. Ja, egal, will euch jetzt auch nicht zu viel volltexten. Auf jeden Fall Quintessenz, ich würde euch empfehlen, spätestens alle 10.000 Kilometer, ähnlich wie beim Motoröl, würde ich auch mal das Differentialöl wechseln, wenn ihr dann seht, das ist in einem super Zustand. Also das natürlich auch nur, wenn ihr Trackdays fahrt. Ne? Wenn ihr normalen Betrieb habt, braucht ihr da nicht alle 10.000 Kilometer. Aber für die, die das Auto auch entsprechend ordentlich auf der Rennstrecke bewegen, da würde ich es aus meiner Erfahrung empfehlen, dass ihr spätestens, ähnlich wie beim Motoröl, alle 10.000 Kilometer wechselt. Und wenn ihr dann beim ersten Wechsel seht, hey, das Differentialöl sieht super aus, ja, dann könnt ihr die Intervalle ja verlängern. Mache ich ja jetzt auch. Ich habe jetzt gemerkt, okay, das war jetzt der dritte Wechsel mit meinem neuen Differential und jetzt sieht das super aus. Also verlängere ich den Intervall, bis halt irgendwann das Ergebnis wieder so ist, dass ich sage, ich muss ihn kürzer machen oder aber es passt jetzt vom Verschleißbild. Jetzt nochmal an die Werkstatt, dann zeige ich euch, wie viel ich da jetzt entsprechend wieder eingefüllt habe. So wie gesagt, hier jetzt nochmal, was ich eingefüllt habe. Also ist jetzt bei mir reingegangen, es war eigentlich in der Vergangenheit immer so, eine Flasche und nochmal ein bisschen. Also 1 Liter ist auf jeden Fall, der reingeht. Ich hätte jetzt gesagt, ein bisschen was von der anderen Flasche habe ich, glaube ich, auch verwendet. Vielleicht 1,1, 1,2 Liter. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe nicht mitgezählt, weil so gut das auch mit der Spritze ist, weil man dann weniger Sauerei hat und auch das Einfüllen viel einfacher ist. Irgendwie schaffe ich es nicht, keine Ahnung, ein Produkt zu kaufen, was wirklich funktioniert. Bei der Spritze ist es auch so, wenn ich den Griff oben, wenn ich den nicht richtig nach außen ziehe, also wenn ich den sozusagen nicht von der Mitte wegdrücke beim Rausziehen, dann geht irgendwo Luft nebendurch und der zieht gar nicht mehr richtig an. Also ja, deswegen habe ich dann, weil mich das so geärgert hat, gar nicht darauf geachtet, wie viele Milliliter es am Ende waren. Aber wie gesagt, so eine Flasche braucht ihr auf jeden Fall. Also wenn ihr den Wechsel machen wollt bei euch, kauft euch 2 Liter von dem 75 W140 GL5. Das fahre ich, ja, seitdem ich eben das Auto habe damit gute Erfahrungen gemacht, keine Probleme. Und wie gesagt, je nachdem, wie stark ihr euer Fahrzeug auf der Rennstrecke nutzt, würde ich eben jedem ans Herz legen, da mal reinzugucken im Differential. Ihr habt ja gesehen, es geht super leicht. Also wenn ihr das Auto hinten irgendwie auf 2 Hölzer fahrt, kommt ihr super easy an die Schrauben ran. Da ist ja keine Unterbodenverkleidung. Also das ist wirklich der einfachste Wechsel überhaupt. Das Einzige, was halt ein bisschen eklig ist, ist das Befüllen. Ja? Aber mit so einer Spritze oder wenn ihr eine Pumpflasche habt, wo ihr sozusagen einfach das in einen Behälter gebt, da Druck drauf macht und dann mit so einem Öffner oder mit so einer kleinen Pistole, dann geht das super easy und habt ihr auch gar keine Sauerei. Da kriegt ihr auch viel mehr rein als hier in die Spritze. Könnt ihr direkt 1,5 Liter in euer Gefäß machen. Also da ist noch jede Menge Optimierungspotenzial.
Ich habe es jetzt halt mal mit der Spritze versucht, bin da zufrieden, muss jetzt so eine Spritze finden, die auch zuverlässig funktioniert und dann hätte ich gesagt, bin ich da happy. Insofern, jetzt wisst ihr, achso, Drehmoment, genau, dass ich das noch, ich habe es vorher wahrscheinlich eingeblendet, hoffe ich zumindest. Ich habe jetzt da wieder 30 Newtonmeter auf beide Schrauben gegeben. Das ist kein offizieller BMW-Wert, zumindest nicht, soweit ich weiß. Ich habe das aber bisher immer gemacht mit 30 Newtonmeter. Hat bei mir immer funktioniert. Schraube lässt sich gut lösen und sitzt auch fest. Ihr habt auch gesehen, ich habe wieder entsprechende Schraubenmarkierungen angebracht. Das heißt, ich würde sehen, wenn die Schraube sich verdreht. Das mache ich immer noch mal zur Sicherheit. Ist aber bisher nie vorgekommen. Insofern, ja, würde ich sagen, sollte das passen. Wie gesagt, ich nutze 30 Newtonmeter. Ansonsten, ja, guckt in den Original-Reparaturleitfaden. Da wird sicherlich auch ein Drehmomentwert stehen. Differentialölwechsel, super einfache Sache, kann ich nur jedem empfehlen. Wird euch auch das Differential danken, wenn ihr euch da entsprechend drum kümmert. Insofern wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Im nächsten Video, denke ich, schaue ich noch mal ein bisschen auf den Opel oder aber ich kümmere mich mal um das Thema, die Schaltkonsole oder die Schaltung beim Camaro zu erneuern. Die ist ja kaputt. Muss ich mal gucken, wo ich mehr Lust drauf habe. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal wieder mit M2-Videos. Die Servicearbeiten habe ich gemacht. Also Aerodynamik-Upgrades habe ich installiert. Ich habe meine Heckklappe ja entsprechend selber lackiert und das Klarlackproblem gelöst. Wie gesagt, demnächst gibt es mal nochmal einen Trackday. Aber Wartungsarbeiten sind jetzt erstmal keine mehr geplant. Insofern euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!